Vermeide unbedingt diese typischen Anfängerfehler bei der Autowäsche. Reiniger antrocknen zu lassen ist wirklich problematisch, insbesondere wenn du an der SB-Box wäschst und nicht genau weißt, welcher Reiniger da in diesem System verwendet wird. Wenn Reiniger antrocknet oder sogar in der Sonne verwendet wird, kann es wirklich zu bösen Verätzungen des Lacks kommen, die vielleicht im schlimmsten Fall sogar erst durch Lackieren zu beheben sind. Direkt drauf loszuwaschen ohne eine vernünftige Vorwäsche ist auch ein großes Problem, denn der Dreck muss erstmal abgespült werden, damit wir keine Partikel auf dem Lack haben, die am Ende zu Kratzer führen. Also als erstes die Vorwäsche, dann das Abspülen und dann erst Hand an den Lack. Drüber schrubben über die Oberfläche sollten wir unbedingt vermeiden. Lieber zart rübergehen, mit Reinigereinsatz arbeiten, den Reiniger richtig wirken lassen. Und wenn am Ende nach der Wäsche noch was übrig bleibt, dann muss das Auto halt geknetet und vielleicht poliert werden. Aber Rubbeln macht den Lack definitiv kaputt. Von unten nach oben geht es in diesem Fall nicht, denn wir wollen von oben nach unten waschen, weil das Auto unten besonders dreckig ist. Das heißt, wir fangen an, im sauberen Bereich zu waschen und kommen erst dann zum dreckigen, damit wir den Waschhandschuh nicht zu schmutzig machen und mit dem schmutzigen Waschhandschuh Kratzer verursachen. Wie die Hühner im Hühnerstall zu wischen oder auch mit dem Hochdruckreiniger zu arbeiten, funktioniert meistens sehr schlecht, nämlich wild, weil dabei werden Bereiche vergessen, die sind dann noch dreckig. Und bei einem nicht weißen Auto sehe ich das leider erst, wenn es trocken ist. Das heißt, das System gewinnt also wirklich wie ein Roboter, im krassesten Fall von oben nach unten wischen. Dann kann man sicher sein, dass kein Bereich vergessen wurde und das Auto wird von vorne bis hinten, von oben bis unten blitzeblank. Ein Waschutensil, was auf den Boden gefallen ist oder sehr schmutzig geworden ist vom Waschen, hat für heute seinen Job getan. Das kommt nicht nochmal in den Eimer, nicht nochmal in den Lack, wird erst gewaschen und maximal beim nächsten Mal eingesetzt. Das hat nichts am Lack zu suchen, denn, du kannst es vielleicht erraten, das macht Kratzer. Eine Serviette, ein Küchenhandtuch oder ein Küchenpapier zum Abtrocknen zu verwenden, ist ein grober Fehler. Diese Materialien können wirklich Oberflächen grob zerkratzen. Deswegen lieber ein Mikrofaser-Trockentuch verwenden und die Serviette aufheben für Sabbern am Mund, wenn ein Auto am Ende wieder glänzt. Die Fehler sind relativ einfach zu vermeiden, wenn man mal dran denkt, aber bringen einen großen Effekt. Das Auto wird viel sauber und vor allen Dingen schon sauber. Das heißt, ihr habt lange glänzenden, strahlenden Lack, der eben nicht so schnell zerkratzt. Unbedingt diese Fehler beachten. Es gibt noch zahlreiche andere Dinge, die man falsch machen kann, die jetzt nicht so ganz typische Anfängerfehler und auch nicht so fatal sind. Dafür einfach mal die ganzen anderen Waschvideos angucken, die wir gemacht haben und einfach das machen, was ich mache, denn dann vermeidet ihr automatisch die Fehler. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt die Fragen gerne in die Kommentare. Bis dann. Haut rein.